Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Cuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein Interview für euch parat und zwar mit Melanie und Cyrilla von der Casa Mucho Gusto in Havanna. Ja, mehr dazu gleich nach dem Intro. Ja, hallo Melanie, hallo Cyrilla. Ja, zunächst erstmal ja, schön und ich freue mich, dass das Interview heute zustande kommt und möchte vorweg schon mal Danke dafür sagen. Ja, bevor wir jetzt großartig starten, vielleicht wollt ihr euch noch mal grob vorstellen, ja, wer seid ihr, was macht ihr? Go. Also, ja, wir sind Cyrilla und Melanie. Wir führen eine kleine Reiseagentur hier in der Schweiz, die Kuba-Reisen organisiert. Und wir arbeiten vor Ort eng zusammen mit einer Casa in Havanna, der Residencia, die wir dann, wenn wir vor Ort sind, auch ein bisschen managen. Verstehe. Genau. Okay. Also das ist, also die Firma ist im Grunde genommen eigentlich in der Schweiz, aber die Connection ist dann halt zu dieser Casa in Havanna und ja, da ist dann halt so ein bisschen das Marketing, was da läuft sozusagen. Genau, genau. Ja, okay, super. Wie hat es euch nach Kuba verschlagen? Warum gerade Kuba? Also mich, weil ich schon immer irgendwann mal also im Ausland arbeiten wollte. Und ich wusste, es musste irgendwie was Spanischsprachiges sein. Und ich habe mich dann für Kuba entschieden, weil eigentlich wegen dem Sicherheitsaspekt, dass ich mich als Frau eigentlich dort so bewegen kann wie hier in der Schweiz und mich ziemlich sicher gefühlt habe. Jo. Genau. Okay. So hat es mich eigentlich dann nach Kuba verschlagen. Ja, Kuba gilt ja auch als eins der sichersten Länder in Lateinamerika, ne? Genau. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ich war im 2013 mit dem Rucksack 4 Wochen in Kuba unterwegs. Ich habe selber Backpacking gemacht. Ja. Als ich da gelandet bin, wusste ich, auf diese Insel muss ich mal gehen, um dort zu arbeiten. Okay. Und 4 Jahre später hat sich dann realisiert. Das ist super. Also lebt ihr euren Traum. Genau. Super. Und wenn ihr mal so ein bisschen Revue passieren lasst, ich meine, ihr seid jetzt doch schon ein paar Jahre unterwegs in Kuba. Was gefällt euch besonders gut dort? Also, dass sie halt mit sehr wenigen Ressourcen sehr viel erreichen. Und alles wird improvisiert, aber es kommt immer gut. Immer. Das bleibt spannend. Manchmal sehen wir das Unmögliche und man sagt dann, also ja, man stresst sich vielleicht ein bisschen, aber dann es wird immer irgendwie geht, irgendwie klappt es, irgendwie ist es möglich. Ja. Unglaublich. Ja, man versucht halt alles aus dem zu machen, was man hat, ne? Genau. Super. Okay, wir können ja die Frage auch gerne mal umdrehen. Was gefällt euch vielleicht weniger an Kuba? Das ist manchmal doch ein bisschen anstrengend ist, etwas zu organisieren oder so, halt, oder den Ansprüchen von Gästen oder so gerecht zu werden, die halt vielleicht, ja, die meistens Kuba ja nicht so gewohnt sind oder vielleicht sich auch nicht so informiert haben oder was weiß ich, genau. Verstehe. Okay, also oder wir haben halt Ansprüche, was wir unseren Gästen bieten möchten und manchmal das dann wirklich auch organisieren zu können. Ja. Irgendwann wird es ja wie möglich, wie Melanie vorhin gesagt hat, aber manchmal ist es okay, also quasi Versorgungslage, aber auch so organisatorische Abläufe sind oftmals erschwert. Aufwendiger, ja. Aufwendiger, genau. Okay, also Wege sind manchmal doch ein bisschen länger. Genau. Ja, ich habe da irgendwo mal was gelesen, dass ihr ja täglich Brot backt wohl, ne? Und es auch eine Zeit lang wohl kein Mehl gab und das dann auch ein bisschen schwieriger war. Dann die Challenge. Ja, genau. Ja, aber überstanden, denke ich mal. Ne? Soweit. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Firma war ja jetzt in der Schweiz, habt ihr gesagt, ne? Und in Kuba habt ihr dann sozusagen nochmal einen Geschäftspartner. Muss ich mir das so vorstellen? Oder?
Genau. Ah, okay. Da weil es ja grundsätzlich um diese kubanischen Regularien gibt, ne, dass man ja auch da mit der Cuenta Propista ein bisschen, als Ausländer funktioniert das, glaube ich, eher weniger. Ne? Also da muss man schon andere Wege gehen, glaube ich, um dort halt selber mit seinem eigenen Namen dort halt auch entsprechend eine Casa führen zu können. Ja? Okay, also ist das sozusagen eher so die Verbindung dazu. Habt ihr noch weitere Casas in Kuba oder nur die Casa Mucho Gusto? Ich hatte gelesen, First Class Mucho Gusto hatte ich noch was herausgefunden. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist eine Freundin von uns, die macht die organisiert Luxusreisen vor Ort. Und arbeitet aber dort dann mit dem Partner vor Ort auch zusammen, und sie ist eigentlich auch nur die Organisatorin hier vor Ort oder hier aus der Schweiz, die Connection herstellt zwischen Kunde und Organisator schlussendlich oder Leistungsträger vor Ort. Genau. Ah, verstehe. Okay. Wenn jetzt quasi ein Kunde auf euch zukommt, hat er da jetzt sozusagen erstmal die Möglichkeit zu entscheiden, bucht er halt eher einen kleineren Rahmen in der Casa bei euch oder dann halt eher die Luxusreise über First Class? Oder wie muss ich mir jetzt die zwei Modelle vorstellen? Ja, die Luxusreisen, also das sind vor allem auf so Business, auf Firmen und Incentive Mais und so konzentriert. Genau, wenn der Normalreisende, der kommt eigentlich zu uns. Ja, okay. Na gut, also wäre ich eher bei euch. Ja. Also außer du möchtest, die macht dann zum Beispiel, sie hat engen Kontakt mit dem Kempinski Hotel und da bist du wie 5 Nächte zum Beispiel im Kempinski und machst von da aus einfach deine Ausflüge. Ah, super, okay. Und ich sage jetzt mal, so wie wir reisen und so wie wir Kuba vorstellen möchten, sagen wir gehen der authentische, persönliche Weg. Und ja, dann bist du willkommen bei uns. Okay. Ja, vielleicht werde ich auch mal vorbeikommen. Das ist gut. Okay. Gab es Schwierigkeiten beim Aufbau? Oh, jetzt kommt meine Katze hier rum. Egal. Gab es Schwierigkeiten beim Aufbau des Business oder mit dieser Connection nach Kuba? Oder ich sag mal, wie muss ich mir das allgemein vorstellen? Letztendlich sind ja beide Vorgänge voneinander getrennt. Also ihr habt ja euer Reisebüro im Grunde genommen in der Schweiz und die Casa ist letztendlich nur ein, ich nenne es mal Geschäftspartner. Ja? Okay. Nee, gut, dann haben sich meine weiteren Fragen, die ich halt so im Vorfeld mir überlegt hatte, zu dieser Konstellation eigentlich schon erledigt. Aber dann ist es für mich jetzt klarer, sage ich mal. Okay. Ja, letztes Jahr, 2020, war ja dann auch doch, ich glaube, ein halbes Jahr waren die Flughäfen mehr oder weniger geschlossen, konnte man sagen. Wie habt ihr denn diese Zeit erlebt? Der Quarantäne. In Havanna. Hat nicht verlassen. Ja. Nee, ja. Ich hatte was gelesen mit Disco-Cycling. Ist das eine Idee, die dann entstanden ist? Oder genau, so als Alternative? Oder? Bitte? Das ist jetzt wie die Alternative, also das Konzept ist eigentlich entstanden letzten August 2020, genau. Ja. Also wir haben zuerst von März bis Juni, Juli waren wir in Kuba und wirklich die erste Zeit im Haus drin. Also 2, 3 Wochen niemand auf der Straße. Gar nicht verlassen. Niemand. Oh, nicht verlassen. Also kurz einkaufen und wieder zurück und da bleibst du jetzt. Okay. Also das war dann in Kuba sehr streng und dann, ja, wir waren am Anfang noch sehr zuversichtlich und gedacht, es wird sich schneller das Ganze wieder normalisieren und wir können dann weiterfahren. Okay. Aber haben dann entschlossen, kommen zurück in die Schweiz. Und ja, im Sommer ist dann das Disco-Cycling, wie die Idee entstanden und dann ein kurzes, oder wollten wir ein Pop-up starten für 3 Monate im Herbst. Hat sich aber das Ganze dann auch verschoben, weil hier ging dann wieder alles zu. Richtig, ja. Aber jetzt gerade diesen Montag haben wir nochmal Neustart oder Blitzstart, Neustart gestartet. Okay. Und sind jetzt da so Spinning à lo Cubano dran, ja. Genau, das hatte ich bei Instagram gelesen.
Ja. Genau, aber man konnte sich halt, also ich zumindest bisher noch relativ wenig darunter vorstellen, weil es halt immer so punktuell mal ein paar Informationen gab, aber das ja eher in meinen Augen zumindest eher weniger was mit der CASA zu tun hatte. Deswegen ne, war das halt so nur ja, so Worte, die dazu kamen. Und ich dachte, okay, Disco-Cycling, es wird sicherlich irgendwie, ja, was machen wir jetzt? Das wäre jetzt sicherlich nochmal eine Möglichkeit, vielleicht auch entsprechende Angebote zu nutzen. Wir starten mal diese Aktion. Also so mit dem Hintergrund dachte ich, das wird wahrscheinlich sowas sein. Und dann lag ich anscheinend richtig. Okay. Ja, wir hatten es ja schon angesprochen. Wenn ich jetzt so beispielsweise als Urlauber zu euch kommen würde, auf was müsste ich mich einstellen? Was könnte ich erwarten? Ein persönlicher Empfang, ein Mucho Gusto Frühstück, frisch gebackenes Brot natürlich selber. Und halt einfach Unterstützung vor Ort bei Organisation von Transfers, von Taxis, von Casas. Wir geben dir vor Ort eigentlich eine persönliche Reiseberatung, wenn du bei uns ankommst, und ja, geben dir Tipps, wie du dich bewegen kannst und auf was du achten sollst und so. Genau, so ein bisschen das. Also ein Rumpaket sozusagen. Genau, und du kannst eigentlich, also ja, unsere Gäste können selber ein bisschen wählen, was sie möchten. Also entweder es gibt solche, die kommen einfach 2 Nächte zu uns und dann gehen sie wieder und irgendwann tauchen sie dann bei uns wieder auf, weil sie gefunden haben, oh, wir kommen gerne wieder zurück. Nein, die besten Gäste. Genau. Aber sonst auch wir können auch von A bis Z alles durchorganisieren, halt was der Gast wünscht. Genau. Jetzt seid ihr aktuell nicht mehr in Kuba, ihr seid ja vor kurzem erst wieder in die Schweiz gekommen, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen hatte. Könnt ihr was zur aktuellen Versorgungslage sagen? Sehr schwierig und sehr traurig. Also wirklich, ich war jetzt da 3 Monate. Ich denke mal, der Ausländer, der ein bisschen Devisen hat und der sich das organisieren kann, kommt an Lebensmittel ran. Alles aber viel teurer. Also wirklich das 3-fache, 4-fache. Ja, und die ganze, also ja, du weißt es ja, mit dem Anstehen in den Läden, die Läden sind zu, alles nur noch MLSE. Ja, für viele Leute halt unmöglich. Und das ist das so, mit dem, was ich sehr zu kämpfen habe, weil ich so finde, das ist der Grundlebensmittel oder der Grundbestand, den du einfach brauchst, und der wird wie blockiert. Also der Zugang zu dem hast du wie nicht mehr so einfach, wo ich so denke, nein, das kann ja nicht sein. Zum Beispiel in Havanna gab es ganz lange keine Zahnpasta mehr. Dann kam die Zahnpasta raus und 2 Häuser neben unserem Haus, ja, da standen Riesenschlangen, und am Schluss haben sie sich wirklich geprügelt, wer jetzt da dran ist und welche Reihenfolge. Ja. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Es hat sich wirklich, es ist sehr bedenklich. Sehr drastisch. Ja, sehr. Ja, ich habe ja, also meine Familie und die Familie meiner Frau kommen aus Contra Maestra. Ich weiß nicht, ob ihr den Ort kennt, ist nahe bei Santiago. Ja, und da kenne ich halt mehr aus der Richtung, also Osten der Insel, wie es dort läuft. Jetzt. Okay, ich hab jetzt quasi nochmal einen Mikrofontest durchgeführt, jetzt führen wir es hiermit weiter. Na gut. Okay. Ja, ich hatte noch mal gefragt zum Ende, dass letztendlich ich halt nur die Situation aus Santiago im Grunde kenne, größtenteils zumindest, dass halt viele Grundnahrungsmittel halt vom Markt größtenteils verschwunden sind und mehr in den MLC-Geschäften auftauchen, wo da natürlich halt viele Kubaner relativ wenig oder gar keinen Zugang zu haben. Ich sag mal, ungefähr 1/3 der Kubaner haben letztendlich nur Familie im Ausland, deswegen halt da halt die Devisen eher nur für 1/3 ungefähr zustande kommen. Und dort letztendlich der Schwarzmarkt mittlerweile boomt mit Dollarverkäufen etc. Das wird sicherlich in Havanna ähnlich sein. Genau. Ja, okay.
Genau. Naja, man hört ja hier und da, dass doch mal in Havanna die Situation ein bisschen anders ist, aber anscheinend in dem Falle eher nicht. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was man zwischen Osten und Havanna hat, man, glaube ich, so einen kleinen Konflikt. Aber ich verstehe eben noch nicht so, wenn man das so sagt. Was ich denke, ist, also so Früchte- und Gemüseversorgung ist wahrscheinlich in Havanna, oder kommt man schnell noch auf den Markt und hat irgendwas auf dem Markt aus im Osten. So verstehe ich das. Aber ich glaube, MLSE ist alles gleich. Und Ja, klar. Havanna hat nochmals ein bisschen mehr Einwohner, dass sie versorgen muss, aber der Weg halt von den Gütern nach Osten ist halt dann auch wieder länger. Aber ich glaube, die Lebensmittelbeschaffung ist auf der ganzen Insel sehr, sehr, sehr schwierig. Nee, das ist richtig. Also richtig dramatisch. Ja. Wenn mal so, ja. Ja, es ist halt auch wirklich schwer in die Zukunft zu schauen, ne? Also wie sich das dann jetzt auch verbessern soll. Aber ich denke mal, ein Weg wird dann auch sein, dass wieder mehr Touristen ins Land kommen und Geld damit ins Land kommt. Genau. Ja, von daher ist es ja auch eine wichtige Sache, dass ihr auch eine Kasse anbietet, wo man unterkommt. Ja, apropos Zukunft, was sind eure Pläne? Was habt ihr schon, was habt ihr vor? Ab Oktober sind wir wieder vor Ort. Genau. Aktiv in der Casa. Mit Gästen. Ganz vielen Gästen. Und ganz vielen neuen Ideen. So soll es sein. Genau. Ja, ach so, ich habe ja gesehen, ihr bietet ja auch Gruppenreisen an. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Und das macht ihr persönlich oder wie muss ich mir das vorstellen? Teils, teils. Teils reisen wir mit, wenn unser Partner hier vor Ort dies wünscht, die Reisebüros, dann versuchen wir mitzugehen. Und sonst ist das haben wir unsere Guides, unsere Kontakte, die wir da mitschicken. Okay, super. Genau. Okay, ja, ich bin soweit erstmal meine Fragen tatsächlich losgeworden, möchte mich an der Stelle auch bedanken. Vielleicht wollt ihr noch... ganz kurz. Ja, genau. Erzähl du ganz kurz, was machst du? Also ich habe kurz auf deinen Infos gelesen, du erklärst einfach, was man in Kuba alles kann, oder? Ja, also ich bin zur Hälfte Kubaner, mein Vater ist Kubaner. Ich habe als Kind ein paar Jahre in Kuba gelebt. Und bin halt seit meinem Erwachsenenalter eigentlich regelmäßig in Kuba, bis auf die letzten 2 Jahre. Das ist das, was ich jetzt quasi mache. Und ich sage mal, privat gesehen wurde ich immer wieder angesprochen zu Kuba. Was kann man machen? Wo kann man hingehen? Wo muss ich achten? Und daraus ist dann irgendwann eine Internetseite meinerseits entstanden. Und dann dachte ich mir irgendwann, naja, man kann auch Erklärvideos vielleicht machen. Und deswegen halt der Kanal. Na gut. Ja, das ist quasi mein Hintergrund. Ja. Genau. Und wann fahrt ihr wieder nach Kuba? Geplant war eigentlich jetzt im April, ist nicht entstanden. Wir sind hier geblieben. Das lag tatsächlich an meinem Pass. Ich habe ja einen kubanischen Pass und den habe ich am 11.11., das ist ein gutes Datum, kann man sich gut merken, verlängert und dann im Februar wollten wir den abholen, der sollte fertig sein und dann hieß es aber plötzlich bei der Botschaft, nee, das ist ein Fehler, wir müssen den zurück nach Havanna schicken. Und damit war dann halt meine Urlaubsplanung, ich bin ja ganz normal angestellt, auch dahin, das heißt, ich konnte meinen Urlaub dann nicht nochmal verschieben, weil es halt so ein großer Urlaubsblock ist, und musste meinen Urlaub quasi wahrnehmen und deswegen konnten wir nicht fliegen. Das nächste Mal ist dann wahrscheinlich für Januar geplant, also zum Jahreswechsel. Ja, gut. Genau, also so bald wie möglich. Ja, also noch wissen wir ja gar nicht, wie wir fliegen. Wenn wir nach Havanna fliegen, dann würde ich auf jeden Fall vorbeikommen wollen. Ja, genau. Sehr gut. Mutter Frühstück. Ja, super. Das freut mich jetzt schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, super. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Vielleicht, wo man euch findet oder wie man euch kontaktieren kann? Über unsere Homepage zum Beispiel, www.momentos-muchogusto.com. Auf Instagram sind wir aktiv, auf Facebook findet man uns. Und dann einfach schreiben. Und dann einfach schreiben, genau. Oder anrufen, genau. Oder anrufen oder WhatsApp oder was auch immer. Ja, super. Funktioniert. Genau. Na, ich verlinke insoweit alles im Video auch, ne, und dann
Ja. Ja, soll es das meinerseits auch schon sein. Sehr gut. Danke euch. Herzlichen Danke Dank dir. Hat Spaß gemacht. Ja. Na gut, dann ja, euch alles Gute und wahrscheinlich dann, wenn ich im Januar in Kuba bin, vielleicht sieht man sich auch. Ja, bis in Havanna. Genau. Bis dahin. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.